Hallo Leute von heute, wusstet ihr schon? Unser Thema heute ist die Dissoziation. Hier sind wieder Shiva Und Jonathan, alias die Matrixer. So, unser heutiges Thema, das ist die Dissoziation. Wir haben es ja schon oft angekündigt und euch versprochen, dass wir ein Video zur Dissoziation machen und tada, hier ist es. Wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit der Dissoziation. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, vor über 13 Jahren zufällig darauf gestoßen, hatte aber auch keine Ahnung, was das wirklich ist. Jonathan ist da schon sehr viel versierter, der hat da schon seit 2004 in seinem Buch drüber geschrieben und sehr viel mehr Erfahrung auch mitgemacht damals. Und deswegen wird er euch erklären, was überhaupt die Dissoziation ist. Und ja, dann reden wir später weiter darüber. Erzähl mal, Jonathan. Ja, erst einmal, bevor man die Technik der Dissoziation erlernen möchte, sollte man auch wissen, worum es sich dabei handelt. In der Psychologie, weißt du ja auch, Shiva, wird die Dissoziation eher verteufelt und als negativ dargestellt, ist aber auch einerseits etwas verständlich, weil die Menschen, die eben Probleme erfahren durch plötzliche oder spontane Dissoziation, nicht wissen, was mit ihnen geschieht und rennen dann natürlich in die Psychiatrie oder zum Psychologen. Und da ist man natürlich erstmal für diejenigen an der richtigen Adresse, die sich da als Opfer betrachten und das loswerden möchten. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Dissoziation auch konstruktiv angewendet werden kann. Denn wenn man weiß, worum es sich handelt und was da alles passiert, dann kann man auch in dem Sinne die Dissoziation erlernen und auch als Technik anwenden, um in höhere Bewusstseinszustände zu kommen. Die Dissoziation muss man sich vorstellen als ein Anhalten des ganzen Denkapparates und der Imagination. Nicht für immer, sondern nur kurzzeitig, temporär. Als Beispiel nehme ich da immer eine Person, die man sich vorstellt. Stell dir mal vor, du schaust aus dem Fenster und du siehst einen Mann mit einem Autoschlüssel auf ein Haus zugehen. Und dann fängt man natürlich an zu assoziieren. Ja, genau. Was macht er an dem Auto? Ja, nicht die Fragen, sondern man bekommt eigentlich schon Ideen dazu. Ne? Das ist der Besitzer des Autos. Er steigt jetzt ins Auto, weil er die Schlüssel in der Hand hält. Das sind ja alles Assoziationen, die man dann damit in Verbindung bringt, mit dem, was man da gerade wahrnimmt. Aber die entsprechen ja nicht der aktuellen Realität, sondern Das ist eine Interpretation, meinst du? Ja, es ist eine Interpretation oder eine Vorausberechnung. Und zur Vorausberechnung alltäglicher Handlungen benötigt man ja dann das Assoziieren. Ja, ist hilfreich im Alltag. Ganz genau, so kann man eben den Alltag natürlich einschätzen und auch planen. Aber bei der Dissoziation geht es nämlich genau ums Gegenteil. Nämlich, dass man nur die Aktion an sich betrachtet, die in der Gegenwart stattfindet. Und wie ist die? Die Person geht aufs Auto und hat einen Schlüssel in der Hand. Wir wissen ja nicht, vielleicht ist das ja auch ein Dieb, der das Auto stehlen möchte. Vielleicht will er gar nicht einkaufen fahren, sondern fährt zur Arbeit oder holt sein Kind ab. Oder vielleicht möchte er nur etwas aus dem Auto holen. Aber man merkt beim Assoziieren, dass man eben schon die Möglichkeiten berechnet. Man greift voraus, obwohl man nicht weiß, was wirklich ist. Richtig. Okay. Und da muss man eben erstmal verstehen, die Dissoziation holt uns in die aktuelle und unmittelbare Gegenwart zurück. Indem wir nämlich nur uns darauf konzentrieren, der Mann hat einen Schlüssel und geht aufs Auto, mehr nicht. Okay. Und die Dissoziation bringt einen wieder ins Hier und Jetzt.
Du kennst das ja auch mit der Dissoziation. Du hast ja gesagt, du hast mir ja mal erzählt, du hast vor 13 Jahren das sehr intensiv geübt. Und was ist da so passiert? Vor 13 Jahren, ich hatte keine Ahnung, ich wollte einfach nur das Denken anhalten und habe jeden Tag wie bescheuert geübt. Nicht denken, nicht denken, nicht denken, nach der Technik von Franz Ballon. Okay. Und irgendwann ist es dann so gewesen, ich konnte nicht mehr denken. Tag ein, Tag aus, ich wollte denken und ich kann nicht mehr denken. Und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Und dieses Nichtdenken hat irgendwie dazu geführt, dass ich so viel Energie angesammelt habe, dass ich dann plötzlich voll die große Erkenntnis vom ganzen Universum oder von der Schöpfung hatte. Und das hat mich so, oder von der Matrix besser gesagt, und das hat mich so fertig gemacht. Ich konnte damals überhaupt nicht mit umgehen, weil ich weder wusste, was ist das, welcher Zustand ist das, was passiert überhaupt mit mir. Und ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte, der mir das erklärt hat, was hier überhaupt abgeht. Und dann hatte ich eine Depression und dann habe ich beschlossen, einfach alles zu vergessen und hatte jetzt über 10 Jahre nichts mehr damit zu tun, weil mir das damals zu viel war. Das war keine gute Erfahrung, aber inzwischen, wenn man das kontrolliert lernt und angeht, dann kommen da gute Zustände bei rum. Auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Punkt. Die Dissoziation ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist sie eine der besten und schnellsten Techniken, um zu Ergebnissen zu kommen in der Bewusstseinserweiterung. Aber andererseits, wenn man irgendwie vielleicht eine labile Persönlichkeit hat oder ein bisschen sensibel oder empfindlich ist, dann kann das durchaus sein, dass man sich dadurch bedroht fühlt. Ne? Oder das Ego fühlt sich bedroht. Ne, weil es kann den Alltag in dem Moment ja nicht berechnen. Und das Ego will immer den Alltag berechnen, in jeder Sekunde. Wenn man schon versucht, nur ein paar Minuten zu dissoziieren, wird man merken, dass das Ego anfangen wird, das irgendwie zu boykottieren. Das war am Anfang auch sehr schwierig, aber irgendwann mit der Zeit war da plötzlich auch irgendwie kein Ego mehr da, weil es kamen auch gar keine Gedanken mehr, es konnte einen gar nicht mehr manipulieren, sag ich mal. Weil bei der Dissoziation muss man sich vorstellen, die Gedanken kommen hier rein und gehen wieder raus und kommen wieder rein. Und wenn man anfängt zu dissoziieren, dann erschafft man einen Staudamm. Genau. Und dann plötzlich kommen die Gedanken nicht mehr rein und die Energie, die fürs Denken drauf geht, staut sich. Wird immer mehr und mehr, weil man muss ja bedenken, im Alltag verwendet man ungefähr bestimmt so 60-80% der psychischen Energien fürs Denken. Ganz genau. Ich kann noch ein gutes Beispiel sagen. Als ich noch studiert habe, habe ich den ganzen Tag gelernt und gedacht, ich habe abgenommen ohne Ende. Dabei habe ich keinen Sport gemacht, weil wir so viel studiert haben. Ja, eben. Das Studenten kennen das höchstwahrscheinlich, wenn die sich mal so richtig reinknien in den Stoff, dass da viel Energie drauf geht. Ne? Also das auf jeden Fall. Und dieser Staudamm, der da erzeugt wird, da stauen sich also die Energien. Und wenn man dann zum Beispiel nach einer gewissen Zeit mit der Dissoziation aufhört, dann wird der Staudamm geöffnet und dann kommt die ganze Energie rein, die gestaut wurde. Und die verschiebt das Bewusstsein in höhere Bewusstseinszustände. Also so kann man sich das in etwa vorstellen. Ja, als ich so angefangen hatte mit der Dissoziation, bin ich in andere Leben reingerutscht. Ja, also ich war dann plötzlich zack in England. Ach nee. Ja, und saß da auf meinem schicken Ohrensessel am Kamin. Und ich dachte nur, wo bin ich? Ne? Was ist denn hier passiert? Und war natürlich erstmal irritiert. Da habe ich dich übrigens auch schon mal gesehen, in solchen Zuständen. Ja, und die Dissoziation ist etwas unberechenbar am Anfang. Man kann plötzlich Erinnerungen an andere Leben erfahren oder erkennt plötzlich irgendwelche Dinge, die man normalerweise im Alltag völlig übersehen hat. Also all solche Effekte, aber da kommen wir später noch drauf zu, was da so passieren kann. Und darum, die Dissoziation sollte man wirklich nur dann anwenden, wenn man auch genügend Selbstvertrauen hat. Vertrauen zu seinem höheren Selbst ist wichtig, denn die Zustände, die da auftauchen können auch manchmal Ängste sein. Ängste zum Beispiel, die da hochkommen können. Und in dem Fall muss man dann wirklich Vertrauen haben zu seinem höheren Selbst, dass das alles schon so korrekt ist, was da geschieht. Ja. Dann kommen wir mal dazu, wie die Dissoziation eigentlich insgesamt überhaupt funktioniert. Und zwar gibt es 2 Arten zu dissoziieren. Einmal mit offenen und einmal mit geschlossenen Augen. Mit geschlossenen Augen ist die Wahrnehmung eigentlich in einer
völlig andere. Wenn du mit geschlossenen Augen dissoziierst und dein Gehirn irgendwann dann in den Alpha-Zustand kommt, dann tauchen bei mir Bilder auf, die kristallklar sind. Das heißt, mein Bewusstsein, das verlagert sich an andere Orte, manchmal andere Planeten. Und da kann ich dann switchen und mir die Umgebung angucken oder die Orte eben oder die Personen. Oft sehe ich auch Personen, wie sie gerade ihren Alltag verrichten. Oder einmal habe ich auch eine chinesische Gangsterbande gesehen. Aber du hast doch auch schon Aliens gesehen, Ich habe oder? auch Aliens gesehen. Eben, ne? Viele, oder? Letztens war ich auf dem Mars und habe gesehen, mein Bewusstsein schaut eigentlich nur die Oberfläche an, aber ich konnte nicht hochgucken. Dann dachte ich, das muss doch gehen. Ich muss doch mein Bewusstsein um mich herum schauen können. Und dann ging es plötzlich. Das heißt, bei der Dissoziation mit geschlossenen Augen kann ich mein Bewusstsein an verschiedene Punkte in dieser oder andere Realitäten verlagern, andere Welten und genau. Ja. Astralreisen kann man damit auch auslösen oder luzides Träumen. Ja, das funktioniert auch mit geschlossenen Augen. Dann wechselt man einfach plötzlich irgendwann von diesen Bildern und ist dann luzid. Ja. Ja, und die Dissoziation mit geöffneten Augen, die ist natürlich nochmal eine andere Nummer, weil dann ja der Alltag hinterfragt wird in dem Moment. Die ersten Anfänge, die man da erlebt, ist eben, dass einem andere Menschen vorkommen wie ein Schauspiel, dass sie alle an einem Schauspiel teilnehmen oder dass es alles nur Schauspieler sind, die alle so tun, als ob, das kennst du ja auch sehr gut. Hologramme, genau. Ja, als wären alle Menschen nur irgendwelche Hologramme oder irgendwelche Theaterschauspieler, die eben nur so tun, als würden sie das tun, was sie gerade machen. Ja. Also im Restaurant, da haben wir das doch auch schon oft erlebt. Ja, oder auf der Straße, kennst du das ja auch? Ja. Ist immer ganz witzig. Und wenn man noch tiefer in die Dissoziation mit geöffneten Augen geht, dann kann es durchaus sein, dass einem auch Gebäude wie Kulissen vorkommen. So ein bisschen wie in diesen alten Hollywood-Filmen, wo man eben so ein Western zum Beispiel. Plötzlich einfach dahin platziert. Ja, einfach nur dahingestellt und nur die Vorderwand existiert. Also da merkt man, wenn man nicht assoziiert, dann erkennt man auch nur die unmittelbare Gegenwart. Genau, ja. Nur das, was wirklich existiert, ohne den Assoziationen, die man da hinzufügt. Denn wir müssen auch bedenken, wir sind Schöpferwesen und mit unseren Assoziationen erschaffen wir die Realität. Und somit wird aus einer Kulisse dann auch ein richtiges Haus. Weil wir es ergänzen. Wir werden durch die Kulisse sozusagen inspiriert. Und durch unsere Assoziation und durch unsere Schöpferkraft machen wir aus der Vorderwand ein ganzes Haus. Was hast du dann noch so für Erfahrungen gemacht bezüglich Dissoziation? Also eine Erfahrung, die mir auch immer im Gedächtnis bleiben wird, also meine erste Erfahrung in dieser Richtung, die ich im Laufe des Lebens auch häufiger erfahren habe, war eben, dass ich mit dem Motorrad an der Ampel stand und ich habe zu der Zeit auch immer viel dissoziiert und je häufiger man dissoziiert, desto leichter geht es ja. Kennst du ja auch. Ne? Irgendwann wird es immer leichter und dann tauchen auch spontane Dissoziationen auf. Manchmal auch in Situationen, die vielleicht nicht immer günstig sind oder wo man auch irgendwie überrascht wird. Und das war bei mir der Fall, als ich dann an der Ampel stand. Und die Ampel stand auf Rot und in dem Moment dissoziierte ich und die ganze Realität, die ich um mich herum wahrnahm, blieb alles gleich. Also da hat sich jetzt nicht die Ampel in einen Frosch verwandelt oder so, also sowas nicht, sondern alles blieb gleich, aber trotzdem das Gefühl zu der Realität war plötzlich ein ganz anderes, als würde ich hinter die Kulissen schauen, der Realität, die ich gerade wahrnehme. Es war auch nicht so, dass da irgendwie ein Vorhang war oder dahinter war irgendwas zu sehen oder so. Die Realität war das gleich. Aber die Menschen zum Beispiel, die da herumliefen, waren plötzlich nicht mehr so ganz normale Menschen aus dem Alltag, sondern die ganzen Menschen, die da waren. Da war eine Frau mit einem Kinderwagen, da waren zwei Jugendliche, die haben da rumgealbert
oder eine ältere Frau, die über die Ampel gehen wollte. All diese Personen, die einem so vertraut sind im Alltag, waren plötzlich gar nicht mehr vertraut. Im Gegenteil, da nahm ich wahr, dass die sich abgesprochen hatten für diese einzelne Szene, dass jeder eben eine bestimmte Aufgabe hat in der Szene. Ne? Der zum Beispiel die Frau mit dem Kinderwagen, ich hörte die denken. Ja, okay. Ich fühlte richtig, wie die dachte und was sie dachte vor allem. Und was dachte sie? Sie dachte, ich tue jetzt mal so, als wäre ich eine Frau, die einen Kinderwagen über die Ampel schiebt. Auch die beiden Jugendlichen, die hörte ich auch denken und die dachten, ja komm, wir tun jetzt mal so, als albern wir hier herum. Also alle taten nur so, als ob. Du meinst wie in der Truman Show? Richtig, wie in der Truman Show. Ja, das ist ein guter Film. Ne? Also als der Film Truman Show auch herauskam, habe ich gelesen, haben viele Menschen, die so ein bisschen Probleme mit der Dissoziation haben, plötzlich gefühlt, dass die Dissoziation stärker bei ihnen wurde. Ach, Mhm. oh, nicht schlecht. Ja, und darum wurde an manchen Stellen dann auch gesagt, Persönlichkeiten mit dissoziativen Störungen sollten sich diesen Film nicht anschauen. Ja, wurde dann empfohlen. Aber warum wurde das denn empfohlen? Ja, da muss man mal nachdenken. Warum wird das empfohlen? Warum wird das als Krankheitsbild dargestellt in der Psychologie? Genau, ja. Ich meine, ich kann es ja auch einerseits verstehen, weil viele sich als Opfer der Dissoziation fühlen. Die wollen das weghaben. Ja, klar. Aber jemand, der sein Bewusstsein erweitern will, wirklich effektiv erweitern will, auch im Alltag, der kommt um die Dissoziation eigentlich nicht herum. Und dissoziative Zustände kennt vielleicht jeder von euch, wenn er mal eine lange Strecke auf der Autobahn gefahren ist und plötzlich nach 100 Kilometern feststellt, huch, wie bin ich denn gerade von A nach B gekommen? Wie habe ich denn in der Sekunde 100 Kilometer hinter mich bringen können? Das kam mir vor wie, und zack, bin ich da. Ja, also beim Autofahren, stimmt, da kommt man manchmal auch in diesen Zustand, aber wir raten davon ab, das beim Autofahren zu machen. Bitte nicht praktizieren. Ja, lieber zu Hause schön im Sessel oder ich praktiziere das zum Beispiel sehr gerne beim Einkaufen. Weil wenn ich in einem Supermarkt bin, ist alles so Matrix. Da fällt mir das viel leichter, aber dann denke ich immer, was hier so läuft, das kann alles gar nicht wahr sein. Ne? Und dann fällt mir das leichter. Oder wenn ich durch die Innenstadt gehe oder so, oder im Café sitze. Also da sind so meine Lieblingsorte, wo ich dissoziiere. Gut funktioniert es auch, wenn du mit Leuten zusammen bist, die alle miteinander reden und du bist dann irgendwie außerhalb des Geschehens. Du bist gerade nicht involviert im Gespräch oder ja, das manchmal ist ja sogar, gut, wenn wir hier aufnehmen, rutscht man da ganz schnell mal rein. Ja, ne? Wenn der andere redet, man selber hört zu. Ne? Dann starrt man auf die Kamera und zack. Ja, und dann kann man die Zeit ein bisschen nutzen, um zu dissoziieren. Ja. Und das ist eben der Punkt, also wenn man eben das erkennt, dass die Menschen eigentlich in dem Moment Teil eines Schauspiels sind und man plötzlich erkennen muss, dass man auch selbst Teil eines Schauspiels ist, Genau. dann erkennt man auch, dass irgendwas nicht stimmt mit der Realität. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man machen muss, nämlich, dass man erkennt, dass irgendwas mit der Realität nicht stimmt und dass man erkennt, dass mit einem selber was nicht stimmt. Genau. Eine meiner Erfahrungen bei der Dissoziation war mal, dass ich dann erkannt habe, dass alle, die in meinem Kopf denken, gar nicht existieren. Das heißt, die Persönlichkeit ist ja aufgeteilt in mehrere Aspekte oder besteht aus allen Aspekten, was wiederum eigentlich nur Programme sind. Und das sind die Stimmen übrigens in eurem Kopf, die dann bla 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 bla, das denken, das denken, das denken. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, so, oh, der unterhält sich mit dem Aspekt und der Aspekt mit dem Aspekt. Du hörst es, du denkst, das sind deine Gedanken, aber das sind irgendwie gar nicht deine Gedanken. Und ja, plötzlich hörst du dich reden und merkst du, oh, das gehört alles gar nicht zu dir. Das sind nur deine Aspekte, deine Persönlichkeitsanteile. Ja, und diese Persönlichkeitsanteile, die quatschen natürlich den ganzen Tag. Ne? Ja. Man hat ja auch verschiedene Rollen im Alltag. Man muss sich eben lernen, davon zu distanzieren. Ja. Und dann kann man wahrnehmen, jo, da laufen deine ganzen Programme. Ja, also
Eine Rolle spielt man im Alltag bei seinem Partner, eine andere Rolle bei den Eltern, Beim Beruf beim Beruf. oder bei dem Spirituellen. Ja, alles Alles sind Rollen. alles Rollen. Ja. Mhm. Und da kann man eben erkennen, dass man aus mehreren Rollen besteht, die man eben im Alltag verwendet. Ja, eine Persönlichkeit, die du da übergestülpt bekommst. Ist gar nicht so witzig, wenn man das dann mal sieht. Mhm. Und das ist dann eben auch, das sind auch die Anteile, die dann im Kopf die ganze Zeit vor sich hin blubbern, ne? Die ganze Zeit reden. Und in der Dissoziation lernt man sich eben zu distanzieren von diesen Unterhaltungen im Kopf. Und durch diese Distanz bringt man eben die Persönlichkeitsaspekte dazu, mal den Mund zu halten und die Energie zu speichern bzw. zu stauen. Genau, und dann können auch sowas wie Realitätswechsel auftreten oder dass du wahrnimmst, dass du eigentlich in verschiedene Realitäten wechselst oder zumindest die Wechsel wahrnehmen kannst. Oder sie nebeneinander sehen kannst, die verschiedenen Realitäten. Also auf alle Fälle in der ersten Stufe der Dissoziation, es gibt also insgesamt 4 Stufen, in der ersten Stufe ist es eben wichtig, dass man das erkennt. Wer sich wirklich ernsthaft mit Bewusstseinserweiterung auseinandersetzen möchte, muss die Dissoziation eigentlich wohl oder übel lernen, wenn er wirklich da tiefer rein will in den Kaninchenbau. Und wichtig ist eben dabei, dass man erkennt, dass irgendwas mit der Realität nicht stimmt und dass was mit sich selbst nicht stimmt. Denn wenn man erkennt, dass alles Illusion ist, wird man irgendwann auch erkennen, dass die eigene Persönlichkeit ebenfalls nicht real ist. Und da fängt nämlich dann die Suche an nach seinem wahren Selbst. Sobald man nämlich erkannt hat, ich bin gar nicht ich. Aber wenn ich nicht ich bin, wer bin ich dann? Wer bin ich dann? Das war auch eine meiner allerersten Fragen. Wenn ich nicht ich bin, wer bin ich? Und darum ist das wirklich ein Muss, ne? Diese Erkenntnis zu erhalten, dass irgendwas mit der Realität nicht stimmt und mit der eigenen Persönlichkeit. Ganz genau. Und ja, wenn man am Tag über eben dissoziiert, dass man eben lernt, die Realitätswechsel wahrzunehmen. Ja, die Realitätswechsel, die alternativen Realitäten, Genau, die eben um einen herum existieren. die beginnt man in der Dissoziation wahrzunehmen. Das ist wie beim Film, wenn die Szene wechselt, praktisch, so kann man sich das vorstellen. Ja, man kann sein, dass man von einer Szene in die andere wechselt für 10 Sekunden und dann wieder zurückwechselt in die normale Szene. Genau. Sowas zum Beispiel. Oder man merkt minutiöse Veränderungen im Alltag, bei denen dann plötzlich irgendwas auftritt, was irgendwie nicht so richtig reinpasst als Element. Du hast letztens ein gutes Beispiel gemacht mit dem Zucker im Schrank. Du gehst an den Schrank und suchst den Zucker. Der steht nicht da. Dann kommst du später wieder, dann ist der Zucker plötzlich da. Da sieht man, da hat man die Realität gewechselt. Ja. Weil man könnte natürlich das so erklären, ja, du hast den Zucker halt nicht gesehen. Genau. Du hast den Schrank aufgemacht, hast reingeguckt, hast den Zucker nicht gesehen, hast den Schrank zugemacht, hast den Zucker woanders gesucht. Aber so ist es nicht. Wenn man den Schrank aufmacht und man sieht den Zucker nicht, dann ist man in der Realität, in der der Zucker da gerade nicht steht. Dann macht man den Schrank wieder zu und geht dann vielleicht in einen anderen Raum oder durchsucht die anderen Schränke, und wenn man dann wieder zu dem Schrank zurückkehrt, ist das nicht die gleiche Realität unbedingt, in der man sich befindet, sondern macht den Schrank auf und da steht der Zucker drin. Sehr gutes Beispiel. Ja, eben, sehr gutes Beispiel. Funktioniert natürlich auch mit Salz. Oder mit O-Saft. Ganz genau. Muss ja nicht immer Zucker sein. Ne? So, dann möchten wir euch noch natürlich verraten, wie funktioniert denn die Dissoziation? Ich werde euch mal eine kleine Einsteigertechnik erzählen und Jonathan dann, wie die Dissoziation wirklich funktioniert. Aber um wirklich ins Dissoziieren zu kommen, muss man eigentlich erstmal lernen, die Gedanken anzuhalten.